Um den besonderen Einsatz für Straßenkinder geht es jetzt noch in unserer Reihe Tiroler Leut. Josef Fuchs ist in Brixen selbst in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. In Indonesien hat der Telekommunikationsexperte schließlich eine große Hilfsorganisation aufgebaut. Sie ermöglicht Kindern eine Ausbildung und damit eine Zukunft. Zwischen den Kindern auf Jakartas Straßen geht Josef Fuchs voll auf. Hier hat er sich mit der Organisation ISKO einen großen Traum erfüllt. Hunderte Straßenkinder bekommen die Chance auf Bildung und damit auch die Chance auf eine Zukunft. Wir haben ja mittlerweile viele, die schon in der Uni sind und in der Universität jetzt schon fertig sind, wenn die den Hut aufgesetzt kriegen. Das sind natürlich schon Tränendrücker, ja, das muss ich echt sagen. Das sind schon wunderbares Feedback. Mit bald 70 Jahren leitet Sepp Fuchs heute nicht nur die Geschicke der NGO, sondern auch die seiner eigenen Telekommunikationsfirma mit weltweit 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Angefangen hat aber alles 1954 in Brixen. Als eines von 5 Kindern wächst Josef in einfachen Verhältnissen auf. Es ist vor allem die Mutter, die ihn prägt. Bis heute. Meine Mama, das ist eigentlich eine tolle Frau gewesen, die also, wo man eigentlich sagen muss, die hat uns geprägt. Die hat uns geprägt, dass eigentlich das nicht genügt, einfach eine Schule zu machen, dann irgendwo vielleicht zu arbeiten, sondern die hat uns geprägt, dass man sagt, es muss das gemacht werden, was gemacht werden kann und nicht nur, was man muss. Gesagt, getan. Fuchs bereist für Siemens die ganze Welt und landet schließlich in Indonesien. Dort revolutioniert er federführend die Telekommunikation. Wir haben da absolut daran geglaubt, dass also jeder in kürzester Zeit ein Telefon haben wird. Haben uns alle ausgelacht. Kann das sein? Die Leute sind ja arm, dass der Fahrer ein Telefon hat, dass die Köchin ein Telefon hat. Ja, heute lacht keiner mehr, das ist ganz normal. Wir waren da schon sehr früh, muss ich sagen. Und dann kam die große Krise. Plötzlich sind die Kräne stehen geblieben und, was das Schlimmste war, Arbeitslosigkeit ist total explodiert. Um 600 jungen Indonesiern weiterhin das Studium zu finanzieren, organisiert Fuchs mehrere Veranstaltungen. Dafür lässt er von Niki Lauda höchstpersönlich die Brixener Geizelmusik einfliegen. Sogar der Präsident von Indonesien lässt sich das nicht entgehen. Alle hier herzlich willkommen heißen, dass Sie gekommen sind und insbesondere die jungen Musiker. Es ist der Startschuss für ISKO. Angefangen 1999 mit 30 Kindern, sind es heute, fast 24 Jahre später, 2500 Schüler, die durch die Hilfe von Fuchs und seinem mittlerweile 100-köpfigen Team Kindergarten, Schule und Universität besuchen können. Nach wie vor fließt ein Drittel der Gewinne seiner eigenen Firma in die Projekte. Ja, wir sind ja 4 Monate lang hier in die Slums unterwegs gewesen, um die zu studieren, wirklich zu studieren. Mit der französischen Professorin einfach zu lernen, was bedeutet, in einem Slum zu leben. Was sind die Voraussetzungen? Es ist schon furchtbar. Ich meine, wenn man sieht, wie also Menschen in einem mit 2, 3 Kindern in einem Raum wohnen, also nicht einmal ein fester Boden, also vielleicht Lehmboden und so. Das heißt, auch wenn die in die Schule gehen, das hilft ja immer noch nichts, weil der kann nicht einmal irgendwo was schreiben oder so, weil wo denn, wenn kein Tisch da ist? Und wir haben dann angefangen, nachdem die Schule eigentlich recht gut losgegangen ist, auch uns um die Mütter zu kümmern. Natürlich gibt es Gewalt und das kriegen die Kinder ja auch mit, wenn nur ein Raum ist. Ja, und somit ist natürlich auch das Thema, dass die Kinder in der Schule auch eine Riesenunterstützung brauchen, um überhaupt hier in eine normale Schulbildung zu kommen. Josef Fuchs wohnt nicht mehr bei seiner Brixener Großfamilie. Die Werte seiner Kindheit leben aber weiter. Im penetranten Tirol aus Indonesien, wie er sich selber bezeichnet, der durch seine Willenskraft und seinen Einsatz viel erreicht. Wenn man sieht, wie die Kinder von 0 auf 100 gehen, das sind die Dinge, die kannst du mit Geld nicht bezahlen. Ja, und also Stolz, würde ich sagen,
ist der falsche Ausdruck. Freude. Freude. Freude ist der richtige Ausdruck, ja.